Hallo, ich bin die Monika Huber und ich möchte heute gerne erzählen, wieso ich Vegetarierin bin. Nichts ist überheblicher als zu meinen, unsere Geschmacksvorlieben könnten jemals auch nur eine Sekunde des Leidens oder einen einzigen Tod rechtfertigen. Ich lebe seit 2 Jahren vegetarisch und dieses Zitat bringt meine persönliche Haltung gut auf den Punkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übermäßiger Fleischkonsum schadet der Umwelt, der Gesundheit und den Tieren. Über 60 Milliarden Tiere weltweit werden jährlich geschlachtet. Sie werden gefoltert, umgebracht und landen schließlich auf unserem Teller. Eine fleischvolle Mahlzeit, die nur knapp 15 Minuten lang dauert, kostet die gesamte Existenz eines Tieres. Ist es es wirklich wert, einem Tier so viele Qualen zu bereiten und ihm das Leben zu nehmen, nur um ein kleines Stück Fleisch zu essen? Was, wenn ich euch sage, dass dieses Stück Fleisch nicht nur dem Tier schadet, sondern auch euch? Die vegetarische Ernährungsweise spielt nämlich auch in der Gesundheit eine große Rolle. Viele Vegetarier ernähren sich gesünder als Fleischesser, da diese sich bewusster mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Eine Forschergruppe aus Oxford hat die Daten von 45.000 Vegetariern ausgewertet und kam zum Ergebnis, dass diese deutlich seltener einen Herzdurchfall haben, einen niedrigeren Cholesterinspiegel und niedrigere Blutdruckwerte hatten. Außerdem treten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes bei Vegetariern seltener auf. Die Umwelt trägt auch viele negative Auswirkungen des Fleischessens davon. Die Tierwirtschaft erzeugt nämlich extrem große Mengen von Kohlenstoffdioxid, Methan und Lachgas, den klimaschädlichsten Treibhausgasen der Welt. Sie werden einerseits durch die Ausscheidungen Milliarden Kühen, Hühnern, Puten und Schweinen produziert, andererseits auch indirekt durch die Produktionsprozesse und die Abholzung von Wäldern für Weideflächen und Futtermittelanbau. Auch so viel Wasser wird für die Herstellung von Fleisch benötigt. Für 1 Kilogramm Rindfleisch werden beispielsweise 15.000 Liter Wasser verbraucht. Wozu all das, wenn es doch fleischfreie Alternativen gibt? Wozu muss man den Tieren und der Umwelt schaden, wenn man all das verhindern könnte? Besonders in Europa ist die Menschheit nicht mehr darauf angewiesen, Fleisch zu essen. Wir brauchen kein Fleisch, um zu überleben. Fleisch ist eine Geschmacksvorliebe, die das Leben tausender Tiere kostet. Viele würden wohl argumentieren, dass die Tiere weniger Intelligenz und Bewusstsein haben als wir und diese Tatsache es uns erlaubt, sie zu essen. Aber wer gibt uns das Recht dazu? Was ermöglicht uns zu sagen, dass das Leben eines Tieres weniger wert ist als das eines Menschen? Hier ein Gedankenexperiment des Philosophen Richard David Brecht. Stellen Sie sich vor, Aliens befallen die Erde. Sie sind uns Menschen körperlich, geistig und technologisch weit überlegen. Sie nehmen uns gefangen und lassen uns für sie arbeiten. Millionen von Menschen werden eingesperrt, gemästet und geschlachtet. Besonders das harte Kinderfleisch verspeisen sie gerne. Nun gehen sie zum Anführer der Aliens und fragen ihn: So kann das doch nicht weitergehen, wie könnt ihr nur so grausam sein? Daraufhin antwortet er: So grausam sind wir doch gar nicht. Unser Verhalten ist absolut legitim. Eure Spezies ist im Vergleich zu uns primitiv, genauso wie eure Sprache. Wir brauchen euer Fleisch, denn es ist lecker und reich an Proteinen. Wieso regst du dich denn überhaupt so auf? Ihr macht doch dasselbe mit den Tieren. Ja, was gibt uns das Recht zu sagen, dass Tiere weniger wert sind als wir und wir sie so behandeln dürfen? Gilt das Recht des Klügeren? Ein Tier ist jedoch wesentlich klüger als ein Neugeborenes. Einem Baby jedoch dürfte man niemals Leid hinzufügen, einem klugen Tier aber schon. Es kann also nicht von der Intelligenz abhängen. Welche weiteren Gründe könnte es denn noch geben? Der überzeugte Fleischesser wird wohl sagen: Wir essen Fleisch, weil wir Menschen es schon immer so gemacht haben.
Sklaverei haben wir aber auch schon immer praktiziert. Wir haben jedoch gemerkt, dass es falsch ist, Menschen zu quälen. Warum soll es also auch nicht möglich sein, diese Einsicht in Bezug auf Tiere zu erlangen? Der leicht irritierte Fleischesser hat das nächste Argument parat. Ein Löwe frisst aber auch eine Antilope. Ein Löwe frisst eine Antilope, um zu überleben. Wir brauchen kein Fleisch zum Überleben. Wusstet ihr, dass Löwen notfalls auch ihre eigenen Jungen fressen? Will man das Verhalten von Löwen als Rechtfertigung für das eigene Verhalten verwenden, so müsste man konsequenterweise also auch das Verspeisen von Babys in Ordnung finden. Es ist ein unfairer Vergleich, denn du bist kein Löwe. Dem Fleischesser fällt noch ein letztes Argument ein. Es liegt in unserer Natur, Fleisch zu essen. Stellen Sie sich vor, Sie bestellen im Gasthaus ein Schnitzel und plötzlich wird Ihnen ein Schwein vor die Füße geworfen. Jemand sagt Ihnen, Sie sollen es schlachten, um Ihr Schnitzel zu bekommen, ohne jegliche Hilfsmittel. Sie würden es eigentlich nicht schaffen, denn Sie haben keine Krallen und auch kein Gebiss, wie beispielsweise ein Löwe, der das Schwein zerfleischen könnte. Außerdem könnten Sie es nicht mal sofort essen, da Sie es zuerst braten müssen, damit es Sie nicht krank macht und vor allem, damit es Ihnen schmeckt. Entspricht das unserer Natur? Ich glaube nicht. Ich denke aber, dass es vor allem an eurem Mitleid scheitern würde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr würdet es wohl nicht übers Herz bringen, diesem Schwein, das gerade noch glücklich umhergelaufen ist, das Leben zu nehmen. Nun fallen dem Fleischesser keine guten Argumente mehr ein und sein Schnitzel schmeckt ihm doch gar nicht mehr so gut. Hinter jedem Stück Fleisch steckt also das Leben eines unschuldigen Tiers, das keine Wahl darüber hat, ob es leben kann oder stirbt. Wir jedoch, wir haben die Wahl. Niemand muss gleich Vegetarier werden. Jeder fleischfreie Tag rettet das Leben einiger Tiere. Ihr solltet euch also alle die Frage stellen: Ist mein Geschmack mehr wert als das Leben tausender Tiere? Wenn nein, ist es da nicht Zeit, etwas zu ändern? Danke.